This is episode 4 of Ein Koffer, ein Traum. David is 23 years old. He left Nairobi to study engineering in Munich. Now he is looking for work. Every evening he opens his laptop and searches. Most evenings he finds nothing. But tonight, one small advertisement stops him mid-scroll. Could this be the opportunity he has been waiting for? Listen carefully. After the story, we will practice vocabulary together. Check the pinned comment for a PDF to read along. Let's begin. Mein Name ist David. Ich komme aus Nairobi. Nairobi ist die Hauptstadt von Kenia. Kenia liegt in Ostafrika. Ich bin 23 Jahre alt. Ich wohne jetzt in München. München liegt in Süddeutschland. Es ist eine große, schöne Stadt. Ich wohne in einem kleinen Zimmer. Das Zimmer liegt im Stadtteil Schwabing. Es gibt ein Bett, einen Schreibtisch und ein Fenster. Durch das Fenster sehe ich einen Baum. Das Zimmer kostet 380 € pro Monat. Das ist viel Geld für mich. Ich studiere Ingenieurwesen an der TU München. TU bedeutet Technische Universität. Es ist eine der besten Universitäten in Deutschland. Ich bin stolz, hier zu studieren. Ich bin seit einem Jahr und 3 Monaten in Deutschland. Am Anfang war alles schwer. Die Sprache war schwer. Das Wetter war kalt. Das Essen war anders. Alles war anders. Aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe jetzt Freunde in München. Meine beste Freundin heißt Amara. Amara kommt aus Nigeria. Sie studiert Medizin. Sie ist klug und freundlich. Sie hat mir schon viel geholfen. Ich habe auch Freunde aus der Sprachschule. Kenji aus Japan, Oma und Tarik aus Syrien und Sophia aus Brasilien. Wir kommen alle aus verschiedenen Ländern, aber wir verstehen uns gut. Das ist schön. Heute ist Montag, der 15. Januar. Es ist 9 Uhr morgens. Ich sitze an meinem Schreibtisch, ich trinke Kaffee und schaue auf meinen Laptop. Ich habe ein Problem. Das Problem heißt Geld. Das Stipendium reicht nicht immer. Manchmal esse ich nur einmal am Tag. Das ist nicht gut. Das muss sich ändern. Ich habe schon einen kleinen Job. 3-mal pro Woche passe ich auf Herrn Fischer auf. Er ist 77 Jahre alt und wohnt allein. Ich kaufe für ihn ein, ich koche manchmal und wir reden zusammen. Er erzählt mir Geschichten aus seinem Leben. Das mag er sehr und ich auch. Aber der Job bezahlt nicht viel. 10 € pro Stunde. 12 Stunden pro Woche. Das sind 120 € pro Woche. Das reicht nicht für die Miete, das Essen und die Bücher. Ich habe schon viele Bewerbungen geschickt. Im Oktober habe ich mich als Kellner beworben. Ich habe mein weißes Hemd angezogen. Ich war pünktlich und höflich. Aber die Frau hat sehr schnell gesprochen, und ich habe nicht alles verstanden. 3 Tage später kam die E-Mail. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich kannte den Rest schon. Im November habe ich mich in einem Café beworben. Keine Antwort. Im Dezember in einer Bibliothek. Keine Antwort. Im Januar in einem Supermarkt. Sie haben gesagt, Ihr Deutsch ist noch nicht gut genug. Das hat wehgetan. Aber es war die Wahrheit. Ich habe nicht aufgehört.
Mein Vater hat immer gesagt, der Regen hört auf, aber der Baum bleibt stehen. Ich bleibe stehen. Es ist ein Dienstag im Februar. Es ist Abend. Ich sitze auf dem Boden. Mein Bett ist voll mit Büchern. Ich esse Reis mit ein bisschen Salz. Das ist heute mein Abendessen. Ich scrolle durch Stellenanzeigen. Das mache ich jeden Abend. Lesen, hoffen. Nichts finden, schlafen. Aber dann stoppe ich. Ich lese eine Anzeige. Langsam, sehr langsam. Ingenieurstudent gesucht. Büroarbeit und technische Assistenz. Montag und Mittwoch. 4 Stunden pro Tag. Kleines Ingenieurbüro in Schwabing. 15 € pro Stunde. Ingenieurstudent. Das bin ich. Schwabing. Das ist mein Stadtteil. 15 €. Das ist mehr als bei Herrn Fischer. Und es ist echte Ingenieurarbeit. Mein Herz klopft. Ich rufe Amara an. Es ist 8:30 Uhr abends. Sie antwortet sofort. Was ist los, David? Amara, ich habe etwas gefunden. Ich lese ihr die Anzeige vor. Es ist kurz still. Dann sagt sie, David, bewirb dich. Jetzt, heute Abend. Aber es ist schon spät. Die E-Mail liest niemand heute Abend, aber sie ist morgen früh da. Als Erste, das ist gut. Sie hat recht, sie hat immer recht. Ich öffne meinen Lebenslauf. Ich lese ihn durch. Name, Adresse, Studium, Sprachen. Ich ändere das Datum und eine Kleinigkeit. Dann schreibe ich das Anschreiben. Ich öffne mein E-Mail-Programm. Betreff: Bewerbung als studentische Hilfskraft. Ich hänge den Lebenslauf an. Ich hänge das Anschreiben an. Ich atme tief ein. Ich drücke auf Senden. Die E-Mail ist weg. Ich schreibe Amara. Geschickt. Sie antwortet mit einem Daumen-hoch-Emoji. Das reicht. Das ist genug für heute. Ich lege mich ins Bett. Ich schaue an die Decke. Vielleicht antworten sie. Vielleicht nicht. Vielleicht ist mein Deutsch noch nicht gut genug. In der Nacht denkt man so. Am Tag ist man mutig. In der Nacht kommen die Zweifel. Aber dann denke ich an meinen Vater. Der Regen hört auf, aber der Baum bleibt stehen. Ich schließe die Augen und schlafe ein. Am nächsten Morgen stehe ich auf. Ich trinke Kaffee. Ich öffne meinen Laptop. Und ich sehe eine neue E-Mail. Betreff: Ihre Bewerbung. Einladung zum Gespräch. Ich lese den Satz 3-mal, dann noch einmal. Ich schreibe sofort Amara. Sie haben geantwortet. Ich habe ein Gespräch. Sie antwortet in 3 Sekunden. Ich wusste es. Ich lache. Zum ersten Mal seit langer Zeit lache ich laut in meinem kleinen Zimmer. Draußen ist es immer noch kalt. Aber der Baum bleibt stehen. Now let's go through a few key words together, the ones worth remembering. Die Stellenanzeige. A feminine noun that means job advertisement / job listing.
Ich scrolle durch Stellenanzeigen. I scroll through job listings. Die Stelle means the position/job and die Anzeige means the advertisement. Together they make die Stellenanzeige, the job ad. In Germany, students often search for Stellenanzeigen online on platforms like Indeed or Stepstone. It is a very practical word for everyday life. Other examples. Ich habe eine interessante Stellenanzeige gefunden. I found an interesting job advertisement. Die Stellenanzeige sagt 15 Euro pro Stunde. The job listing says 15 euros per hour. Die Bewerbung. A feminine noun that means application/job application. Ich habe schon viele Bewerbungen geschickt. I have already sent many applications. Sich bewerben is the verb to apply, and die Bewerbung is the noun, the application. A German Bewerbung typically includes a CV, der Lebenslauf, and a cover letter, das Anschreiben. It is a formal and important word in German professional life. Other examples. Meine Bewerbung war professionell. My application was professional. Er schickt die Bewerbung per E-Mail. He sends the application by email. Der Lebenslauf. A masculine noun that means CV/resume. Ich öffne meinen Lebenslauf. I open my CV. Das Leben means life and der Lauf means the course or run. So a Lebenslauf is literally the course of your life, all your education, experience and skills on one page. It is one of the most important documents in German professional culture. Other examples. Dein Lebenslauf sieht sehr gut aus. Your CV looks very good. Sie schreibt ihren Lebenslauf auf Deutsch. She writes her CV in German. Das Anschreiben. A neuter noun that means cover letter. Example. Ich schreibe das Anschreiben. Es ist nicht einfach. I write the cover letter. It is not easy. Anschreiben comes from the verb anschreiben, to write to someone. The cover letter explains who you are, why you want the job, and why you are the right person. In Germany, a strong Anschreiben is taken very seriously by employers. Other examples. Das Anschreiben muss professionell klingen. The cover letter must sound professional. Er liest das Anschreiben noch einmal. He reads the cover letter one more time. Sparsam. An adjective that means frugal/economical/careful with money. Example. Ich muss sparsam leben, sehr sparsam. I must live frugally, very frugally. Sparsam comes from sparen, to save. Someone who is sparsam is careful not to waste money. It is not a negative word in German. Being sparsam is often seen as a virtue, a sign of discipline and responsibility. Other examples. Sie ist sehr sparsam. Sie kauft nur das Nötigste. She is very frugal. She only buys what is necessary. Sparsam leben bedeutet wenig ausgeben. Living frugally means spending little. Der Zweifel. A noun that means doubt. Example. In der Nacht kommen die Zweifel. At night the doubts come. Der Zweifel is doubt, that quiet, uncomfortable feeling that something might go wrong. The verb form is zweifeln, to doubt. In the story, David is brave during the day, but at night the doubts arrive. This is a very human and relatable feeling.
and a very useful word. Other examples: Ich habe Zweifel. Bin ich gut genug? I have doubts. Am I good enough? Ohne Zweifel ist sie die Beste. Without doubt, she is the best. Pünktlich. An adjective und adverb that means punctual, on time. Example: Ich war pünktlich, ich war höflich. I was on time, I was polite. Pünktlich comes from der Punkt, the point, the dot, like the exact point in time. Being pünktlich is extremely important in German culture. Arriving late to a job interview or a meeting is considered very disrespectful. David knew this, so he made sure to arrive exactly on time. Other examples: Der Zug ist pünktlich angekommen. The train arrived on time. Bitte sei pünktlich, der Chef wartet. Please be on time, the boss is waiting.